Was ihr hier seht, sind keine normale Kommentare. Das ist die Frontlinie eines hybriden Krieges gegen Deutschland. Während ihr dieses Video schaut, fluten tausende Bots und AfD-Fans das deutsche YouTube mit Tonio-Eise-Lüge. Sie wollen euch einreden, dass Deutschland ohne Putin verarmt und Alice Weidel die Rettung ist. Die AfD ist doch die einzige echte Friedenspartei, die wollen einfach nur, dass die Menschen endlich aufhören zu sterben und die setzen sich wenigstens für Friedensverhandlungen ein, aber ihr Systemblogger, ihr könnt doch alle zusammen sowieso nichts anderes, als das Feuer immer weiter anzufachen und diese ganze Kriegstreiberei zu betreiben, nur damit die amerikanische Rüstungsindustrie am Ende fette Gewinne macht. Die AfD als Friedenspartei zu bezeichnen, das ist doch echt so, als würde man den Wolf zum Schafhirten machen. Ihr sogenannter Friedensplan ist ja 1:1 derselbe Kram wie die Ultimaten von Kreml, also die besetzten Gebiete der Ukraine einfach an Russland zu verschenken, der Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung wegzunehmen und sie komplett schutzlos vor dem nächsten Angriff stehen zu lassen. Das ist doch kein Frieden, das ist eine erzwungene Kapitulation und eine absolute Belohnung für den Aggressor. Und man darf hier auch nicht diese ganzen tollen Friedenstauben von der AfD vergessen, also Abgeordnete wie Peter Briston oder Maximilian Krach, die bis zum Hals in den Skandal stecken, weil sie fette Kohle von russischen Netzwerken kassiert haben. Ich habe ja über die Ermittlungen rund um dieses Portal Voice of Europe schon mal ein eigenes Video gemacht. Oder wollen uns diese Pseudo-Patrioten etwa erzählen, dass sie für den Frieden kämpfen, während sie im Hintergrund das Geld vom Kreml abarbeiten? Eine genaue Analyse, wie dieser angebliche Friedensplan von der AfD die Ultimaten aus Moskau kopiert, indem er Stopp der Ukraine-Hilfe und die Anerkennung der Annexion fordert, habe ich euch als PDF-Dokument unter in Beschreibung gepackt. Da könnt ihr ganz genau nachlesen, wie die AfD jeden Schritt für die europäische Sicherheit blockiert, und ihr erfahrt da auch alles über die hybriden Bedrohungen und wie der Kreml diese rechten Politiker eiskalt für seine Zwecke ausnutzt. Also macht euch mal die Mühe und schaut da rein, das ist definitiv wert. Wegen den ganzen Flüchtlingen kann man sich doch bald gar nicht mehr auf die Straße trauen. Die Kriminalität schießt hier völlig durch die Decke, die Migranten kassieren alle schön unser Bürgergeld und chillen ihr Leben, während wir Deutschen uns jeden Tag auf der Arbeit den Arsch aufreißen müssen. Wir brauchen jetzt endlich diese Remigration, die von der AfD vorgeschlagen wird. Wir müssen einfach alle komplett rausschmeißen und dann wird es hier auch sofort wieder sicher. Das, was die AfD da unter diesem harmlosen Begriff Remigration so schon verpacken will, das ist ja in Wahrheit ein verdammt gefährlicher Worttrick, der Fremdfeindlichkeit einfach nur salonfähig machen soll. Das Geheimtreffen in Potsdam hat doch klipp und klar gezeigt, dass hinter diesem Wort überhaupt kein freiwilliges Zurückkehren steckt, sondern das ist die reine Ideologie von ethnischen Säuberungen. Dieser ganze Plan, Millionen von Menschen einfach zwangsweise rauszuschmeißen, wo sogar haufenweise deutsche Staatsbürger mit gemeint sind, das ist einfach eine direkte Nachahmung von den Nazi-Praktiken aus den letzten Jahrhunderten. Und außerdem hängt die deutsche Medizin nach den offiziellen Daten vom Statistischen Bundesamt, also von den Destatis, einfach mal komplett am Tropf von ausländischen Fachkräften, weil ja, mittlerweile fast ein Viertel, also ganze 24% von allen Ärzten, die hier bei uns in Deutschland sind, ursprünglich aus dem Ausland gekommen sind. Und der offizielle Bericht von der Statis sagt ja auch ganz klar und deutlich, dass die Anzahl von ausländischen Ärzten in Deutschland in den letzten Jahren extrem krass nach oben geschossen ist. Und genau darum packe ich euch unten in die Videobeschreibung auch noch ein Dokument als PDF-Datei, und zwar eine detaillierte Untersuchung von Mediendienst Integration, die halt klipp und klar zeigt, dass in einigen Regionen, also besonders in Ost von Deutschland, wo die AfD ja sowieso ihre absolut stärkste Position hat, wie zum Beispiel in Thüringen, der Anteil von Ärzten mit Migrationshintergrund in der Krankenhäusern mittlerweile bei 40 bis sogar 50% liegt. Also wenn man diese Menschen jetzt alle rausschmeißen würde, dann bricht die ganze medizinische Versorgung von den deutschen Patienten von heute auf morgen komplett zusammen. Und genau so kann man auch dieses ganze billige Gelaber von wegen die Kriminalität schießt nur wegen den Migranten durch
durch die Decke mit einem einzigen Blick in den offiziellen Bericht von der polizeilichen Kriminalstatistik, also der PKS von Bundeskriminalamt, komplett zerlegen. Die frischen offiziellen Daten zeigen nämlich eine ganz klare Dynamik, dass die Zahl von den registrierten Straftaten insgesamt sogar nach unten geht. Und die zeigen auch das echte Verhältnis von deutschen und ausländischen Tatverdächtigen. Also kleiner Spoiler. Die absolute fette Mehrheit von den ganzen Straftaten wird nun mal von deutschen Staatsbürgern begangen und über 90% von den Geflüchteten, die hierher gekommen sind, haben sich überhaupt noch nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Und in der Beschreibung packe ich euch natürlich auch direkt den Link zu dieser offiziellen Kriminalstatistik vom BKA-Portal rein. Und auch den kompletten Jahresbericht vom Bundesministerium des Innern zum Thema Kriminalität packe ich euch da rein. Zieht euch den auf jeden Fall mal rein und guckt euch das an. Lasst euch von der AfD auf gar keinen Fall mehr für dumm verkaufen. Diese ganzen Altparteien, also die CDU, die SPD und die Grünen, die sind doch sowieso alle komplett korrupt bis zum geht nicht mehr. Die stecken sich doch nur die eigenen Taschen mit Steuergeldern voll und tanzen am Ende alle brav nach der Pfeife von Washington. Also die AfD ist halt wirklich die einzige echte, ehrliche und systemkritische Alternative für die ganz normalen, hart arbeitenden Leute hier im Land. Eine ehrliche Alternative. Also jetzt mal ganz im Ernst. Eine noch schmutzigere Partei, was die ganze Kohle und die Finanzierung angeht, kannst du dir in der modernen Geschichte von Deutschland noch echt mit der Lupe suchen. Alice Weidel selbst war mittendrin im Zentrum von einem fetten Skandal, als ihr eigener Kreisverband am Bodensee Hunderttausende Euro von einer Schweizer Pharmafirma bekommen hat, und das wurde komplett am deutschen Parteigesetz vorbeigeschmuggelt. Die Partei wurde doch damals zu einer Strafe von fast 400.000 Euro verdonnert, nur wegen diesen illegalen Geldern von den Schweizer Sponsoren für den persönlichen Wahlkampf von Weidel am Bodensee. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja sowieso regelmäßig wegen neuen illegalen Machenschaften bei der Parteifinanzierung von der AfD. Erst vor kurzem war die Partei gezwungen, 2,35 Millionen Euro als fette Kaution auf die Konten von Bundestag zu überweisen, und das Verwaltungsgericht hat jetzt auch endgültig bestätigt, dass diese Spende komplett illegal war. Da gab es nämlich den ganzen Verdacht, dass ihr Wahlkampf über einen österreichischen Strohmann heimlich von einem deutschen Milliardär und Bauunternehmer finanziert wurde, um die echten Geldgeber schön zu vertuschen. So von wegen die ehrliche Partei für den kleinen Mann, die stecken in Wahrheit doch alle tief in den Sumpf von verdeckten Millionenspenden. Ne? Ihr ganzen Russland verstehe und Fans von Alice Weidel, ich warte jetzt schon mal auf eure Standardkommentare von wegen der Autor wurde doch safe von Washington bezahlt. Aber bevor ihr da jetzt wütend in die Taste haut, guckt erst mal unten in die Videobeschreibung und versucht mal auch nur ein einziges Urteil von einem deutschen Gericht zu widerlegen. Kleiner Spoiler, das wird euch sowieso nicht gelingen. An alle anderen adäquaten Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kämpft für die Fakten. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis bald.